Hallo an alle K-System und OpenK-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Heute geht es natürlich mal wieder um mein Langzeit- und Lieblingsprojekt, nämlich dem RTW. Zunächst möchte ich mich erst nochmal bei euch bedanken für die ganzen Kommentare unter meinem letzten RTW-Video, von denen ich wirklich total geflasht war, wie viel Interesse es an dem Projekt gibt und wie viele Leute Interesse an meinen Platinen haben. Als ich das Video damals veröffentlicht hatte, dachte ich, naja, lasst es mal so 10, 15, vielleicht 20 Leute sein, die da mal Interesse für so eine Platine haben. Mittlerweile bin ich fast bei 100. Ja? Also ich finde das einfach Wahnsinn, wie viel Interesse ihr daran habt. Und aus dem Grund habe ich jetzt auch gedacht, ich mache jetzt mal gleich ein weiteres Video, denn ich war wirklich total mega happy, als ich die ersten Leiterplatten in den Händen hielt. Ja, das ist jetzt auch schon wieder ungefähr eine Woche her, als PCBWay geliefert hatte. Und ich war, wie gesagt, ich war sowas von happy. Ich habe gedacht, ja, endlich sind die Platinen da, jetzt kann es weitergehen. Ich habe auch gleich mal einen Platinensatz komplett bestückt. Und ich muss euch sagen, das hat wirklich alles perfekt super funktioniert. Ja, so wie ich das in der Theorie, in der virtuellen Welt mir ausgedacht hatte, hat es auch wirklich auf den Platinen 1:1 gepasst. Ja, jede LED hat gepasst, der DK-Decoder hat drauf gepasst, das Funkmodul, es hat wirklich alles gepasst. Und ich habe schon gedacht, wow, geil, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, aber habt immer noch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, irgendwie, es läuft irgendwie alles ein bisschen zu rund. Ja, irgendwann muss da doch noch mal was kommen. Ja, und so habe ich wirklich Stück für Stück das Teil zusammengebaut und dann, als ich das erste Mal Spannung drauf gegeben habe und einfach gar keine LED oder so gut wie keine LED funktioniert hat und als ich dann in die Fehlersuche gegangen bin und dann festgestellt habe, was ich für einen Bockmist gebaut habe, habe ich nur gedacht, oh Mann Björn, wie kannst du nur so blöd sein? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Wie kannst du nur so blöd sein? Denn wenn ich euch jetzt zeige, was ich da gemacht habe, dann werdet ihr mich sofort verstehen. Und deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal an meiner Werkbank, was da alles schiefgelaufen ist. Und jetzt schon mal vorweg, ganz am Ende des Videos, werde ich euch dann auch nochmal erzählen, wie es jetzt eigentlich mit den ganzen Leiterplatten weitergeht und auch allgemein mit dem Projekt weitergeht. Aber zunächst zeige ich euch jetzt erstmal, was alles schiefgelaufen ist und was jetzt eigentlich so die Lösungen sind. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hier seht ihr jetzt mal so mein aufgebautes Testchassis, ja, das ich jetzt mal so zusammengebaut habe. Und das, was ich euch hier jetzt zeige, ist schon die leicht verbesserte Version, beziehungsweise also da habe ich schon ein bisschen was rumgebastelt, dass überhaupt was geht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel hier mal den Blinker einschalte, dann seht ihr schon mal relativ schnell, ich weiß nicht, ob man das, sieht man das so, wenn ich das so halte? Auf der einen Seite blinkt hier der Blinker und auf der anderen Seite blinkt er gerade gegenüber. Ne? Das ist so zum Beispiel eine Sache, die ich total in den Sand gesetzt habe. Und wenn ich mir dann die Leiterplatte angucke, ja, und dann sehe, naja, auf der Seite habe ich Blinker links und auf der Seite habe ich Blinker rechts gesetzt. Ja, wisst ihr jetzt, was ich meine? Wie kann man nur so dämlich sein, ne? Weil es gibt eben nur eine Seite links und eine Seite rechts, ja. Und das ist genau das, was ich meine mit, wie kann man nur so dämlich sein. Weiterhin, was ich halt auch gemacht habe, ich habe hier hinten, ja, also bei den Anschlüssen für diesen Heckträger, ja, das ist hier so ein Teil, der hat hier 6 Pins, ja, 3 quasi auf der Seite und 3 auf der Seite. Da habe ich auch, sage ich mal, komplett die Seiten hier hinten vertauscht, ja, also die Pads, die ihr hier seht,
gehören eigentlich auf die Seite und die unten sind, die gehören auf die Seite. Ja, das habe ich total in den Sand gesetzt. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch hier komplett, sage ich mal, wenn das hier der Plus ist, dann ist er hier irgendwo in der Mitte und so weiter. Also hier hinten habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was nur falsch zu machen geht. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach nur dämlich. Ja, also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Dann habe ich natürlich auch hier vorne in dem Frontträger, habe ich mal glatt meine Frontblitzer, die kann ich mal mit F5 einschalten. Ja, also die beiden Frontblitzer, ja, die habe ich natürlich dann gleich mal mit dem Fahrlicht vertauscht. Herzlichen Glückwunsch, ne? Und ja, was ich jetzt auch noch gemerkt habe, was ich auch noch total vertauscht habe, sind die Phototransistoren. Da habe ich Photo Plus und Photo Minus hier drauf vertauscht, ne? Also ihr seht, im Prinzip alles, was man falsch machen kann, habe ich falsch gemacht auf der Platine, ne? Herzlichen Glückwunsch. Das war erstmal so das Technische, was ich hier überhaupt falsch gemacht habe. Dann habe ich bei dem Fahrzeug einen neuen Motor eingesetzt. Und zwar gibt es seit letztes Jahr, irgendwann im Sommer, gab es auf der Homepage vom Soul Expert, gab es einen neuen Motor zum Kaufen. Das ist so wirklich so ein winzig kleiner Motor hier, so ein 6x10 mm Motor. Und der soll laut Datenblatt vom Soul Expert, soll der bei 3,7 Volt ca. 25.000 Umdrehungen machen. Ja, dann habe ich halt mal so ein bisschen durchgerechnet und habe gedacht, naja, mit einer Untersetzung von 19:1, da sind wir irgendwo bei 1300 Umdrehungen die Minute. Und wenn man das Ganze jetzt noch im OpenCAD-Decoder ein bisschen abregelt, sage ich mal so bei 50% Leistung, also oder 50% Maximalgeschwindigkeit, na, dann sind wir irgendwo so bei 700-800 Umdrehungen die Minute. Das wäre eigentlich optimal für so ein Pkw-Fahrzeug. Ja, so war eigentlich meine Rechnung. Deshalb habe ich auch mir den Motor mal gekauft und habe auch den Motor mal hier eingebaut. Und habe natürlich meine ganze Konstruktion auf dem Motor aufgebaut. Und bereits als ich den Motor vor ein paar Wochen mal testweise habe laufen lassen, ja, einfach mal ohne irgendwas eingebaut, habe ich den einfach mal an mein Netzteil gehängt und habe den mal bei 3,7 Volt laufen lassen. Und da habe ich schon gedacht, naja, für 25.000 Umdrehungen, die der Motor machen soll, ist das Geräusch, das der Motor gibt, schon extrem hoch. Das war extrem hell. Ja, so wie wenn man normal hier einen von den Motoren hier nimmt. Das sind ja diese Standardmotoren und die machen ja so an die 37.000, 38.000 Umdrehungen. Und genauso hat sich das eigentlich auch bei dem Motor angehört. Da habe ich noch gedacht, naja, für 25.000 ist das ziemlich hoch. Aber gut, habe ich gedacht, vielleicht kommt dir das auch einfach nur so vor. Deshalb habe ich mir auch nichts weiteres gedacht und habe einfach da weiterentwickelt dran. Ne? Bis ich jetzt quasi das Teil hier drin hatte. Also ich stecke den mal wieder hier rein, habe das Ganze dann hier reingemacht und habe das jetzt zum ersten Mal laufen lassen und denke, ja, das Ding ist aber verdammt schnell. Ne? Und dann habe ich mein Fahrzeug einfach mal testweise hier auf meinen Speedmeter gestellt. Und das mache ich jetzt auch mal, damit ihr seht, was da jetzt gleich passiert. Ja, also ich hoffe halt, ich muss es so rum draufstellen. Also ich hoffe, man kann die Anzeige jetzt hier im hier drin gut sehen, weil ich will es jetzt nicht über den Computer noch machen. Ich stelle den jetzt einfach mal hier so drauf und hoffe, dass das Ganze hier gut geht. Und habe dann einfach mal das Fahrzeug laufen lassen. Das kann ich jetzt auch mal machen. So, und jetzt guckt ihr mal auf die Anzeige. Und ich muss dazu sagen, der Motor läuft momentan mit dem niedrigsten Geschwindigkeitswert, den ich überhaupt einstellen kann im CAD-Decoder. Das sind 25%. Ja, mit der Einstellung läuft der Motor jetzt und ich habe immer noch 111 km/h. Ja, wenn ich da bei
wir können es ja mal machen. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Wenn ich da jetzt bei Motorregel, bei Fahreigenschaften, ich lese den Decoder mal kurz aus. So, und ich gehe jetzt einfach mal meine Maximalgeschwindigkeit auf 50%, so wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. So, und jetzt guckt ihr mal auf die Anzeige. Da würde das Fahrzeug 200 km/h laufen. Ja, also viel zu viel und viel zu schnell. Ja, unterm Strich kann man sagen, nie im Leben macht der Motor 25.000 Umdrehungen. Das ist ein anderer Motor oder sonst irgendwas. Die Daten stimmen nicht. Der Motor dreht wesentlich höher. Und so kann ich das Fahrzeug natürlich überhaupt nicht weitermachen. Ja, also das ist ja viel zu hoch. Ich kann ja nicht schon hergehen, von vornherein sagen 25% und bin dann immer noch zu groß. Ne? Also das geht definitiv nicht. Sodass eben auch der Motor sodass halt jetzt auch, ja. Und das war die nächste Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, okay, Mist, der Motor funktioniert da einfach nicht, ja. Ich hätte vielleicht mal ein Testgetriebe aufbauen sollen und jetzt einfach mal probieren können, dann hätte ich mir die Arbeit erspart. So, ja, war ich jetzt auch wieder gezwungen, auf meinen altbewährten Motor zurückzugreifen. Den hier, ja. Und den werde ich jetzt wieder verwenden. Und ja, da habe ich natürlich das Problem, wenn ich den jetzt einfach mal hier reinhalte, der ist natürlich auch ein ganzes Stück länger. Ja, ich weiß nicht, ob man das, ich hoffe, ihr seht das hier in der Kamera. Also der Motor ist wieder ein ganzes Stück länger, ich glaube 5 mm. Die größere Länge hat halt auch wieder zur Folge, ja, ich kann den nicht in den Winkel einbauen, weil ich sonst mit meinem Akku hier oben drüber kollidiere. Heißt also, ich muss auch den Motorwinkel nach unten setzen. Und naja, wenn man sich das mal anguckt, das ist jetzt so ein aktualisiertes Antriebsteil. Wenn ich das jetzt einfach mal hier drauf lege, dann sieht man relativ schnell, ja, wunderbar, jetzt passt mein Motor nicht mehr rein, weil nämlich auch meine Leiterplatte da hinten weiter ausgespart werden muss. Ja? Also hier nochmal, ihr seht, das kommt jetzt hier und wenn ich jetzt hier meinen Motor reinmachen will, geht nicht mehr, weil er eben hier hinten mit der Leiterplatte kollidiert. Heißt also, ich muss hier hinten wieder weiter ausklinken. Natürlich laufen da hinten nur ein paar Leiterbahnen. Ne? Ist ja nicht weiter tragisch, brauchen wir ja nicht. Ne? Also, ihr seht schon, auch da muss ich natürlich auch, habe ich auch nochmal dran gemusst oder muss jetzt auch nochmal dran und muss das Ganze hier hinten auch nochmal umdesignen, sodass ich am Anfang gedacht habe, okay, den ganzen Leiterplattenstapel hier von 20 Platinen, den kann ich einfach so nehmen, wie er ist und in die Mülleimer schmeißen. Ne? Das war so mein erster Gedanke. Mittlerweile habe ich mir noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht und habe festgestellt, naja, alle anderen Platinenteile hier, die ich hier außenrum so habe, die passen ja, die sind ja in Ordnung, sodass ich halt für diese 20 Leiterplatten-Sets im Prinzip nur noch mal so ein Chassis nachbestellen muss. Ne? Okay, also ihr seht, auch bei mir läuft es nicht immer nach Plan. Ne? Es ist wirklich total ärgerlich. Und was ich mir jetzt auch gedacht habe, bevor ich jetzt wieder irgendwelche Leiterplattensets bestelle, weitere, werde ich jetzt das Fahrzeug erstmal so weit aufbauen, ja, so eine Art Prototyp machen, damit ich einfach mal alles testen kann, ob wirklich alles 100% zusammen funktioniert, im Zusammenspiel funktioniert, bevor ich dann das eigentliche Fahrzeugmodell baue. Deshalb werde ich jetzt auch hergehen, wer an dem Teil mal den Motor umbauen. Heißt also, ich werde jetzt hergehen, werde jetzt die Leiterplatte hier unten ein bisschen ausfräsen. Und da habe ich gedacht, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und zeige euch mal, wie man ein Fahrzeug so richtig schön vermurksen kann. Ne? Das zeige ich euch jetzt mal, habe ich gedacht. Vielleicht, weil ich nicht weiß, was da wirklich passiert, kann ich euch noch so ein paar andere Gimmicks von dem Fahrzeug mal zeigen, was es da alles so gibt, was ich da alles so integriert habe. Irgendwie ist er jetzt auch wieder
ausgegangen. Ja, ist halt alles noch relativ prototypmäßig hier, ne? Also ihr seht, ich habe hier 2 Frontblitzer gemacht. Ja, da gibt es dann auch später so eine Lichtabdeckung, so eine Lichtlenkung, damit später quasi auch die Dinger wirklich nur noch da blitzen, wo sie blitzen sollen, ja, und nicht im ganzen Modell. Weiterhin habe ich auch eine geile Idee gehabt und ich hoffe, ich kriege das auch hin. Ich habe quasi diese komplette dieses komplette Führerhaus-Innenleben habe ich am Computer nachkonstruiert und habe das zum Teil innen drin ausgehöhlt und habe hier vorne, ich schalte das jetzt einfach mal ein, habe ich hier vorne eine LED eingebaut, sodass, wenn ich das Teil hier drauf setze, ich später eine Instrumentenbeleuchtung habe. Ja. Das ist auch so ein Gimmick, das ich eingebaut habe. Naja, auch wie ihr seht, auch hier ist noch einiges an Arbeit, weil das leuchtet an manchen Stellen raus, da soll es eben nicht rausleuchten, ne? Auch da habe ich noch einiges an Arbeit, da muss ich noch ein bisschen nachkonstruieren. Aber so schon mal, damit ihr schon mal seht, was alles da auf euch zukommt. Dann habe ich auch hier oben, an dem oberen Teil, wird es in Summe 4 Blitzer geben, ja, also 4 Blaulichtblitzer geben, 2, die strahlen nach oben ab und 2, die strahlen hier nach vorne ab. Ja. Parallel ist an dem Teil auch noch eine Fahrerkabinenbeleuchtung dabei. Ja. Die kommt dann hier unten mit so rein und auch hier oben sind quasi die Rücklichter mit drauf und diese Seitenstrahler. Ja, diese seitlichen Scheinwerfer, die sind auch hier mit integriert. Und natürlich das Soundmodul an sich, ne? Ja, so sieht das Ganze erstmal aus. Und jetzt würde ich sagen, fange ich mal an, die Leiterplatte so umzubauen, damit eben die Motor-Getriebe-Kombi reinpasst. Und dann schauen wir mal, wie das Fahrzeug sich dann verhält. Jetzt werde ich als nächstes hier den Bereich quasi nachträglich rausfräsen, ja, der da raus muss. Und da halt gerade so Leiterplatten, der Staub, der dabei entsteht bei so Leiterplattenfräsen, nicht gerade so gesundheitsfördernd ist, sollte man zumindest mal eine normale Staubschutzmaske aufziehen. Ich nehme da halt immer meine Filtermaske, die sogar noch so einen Aktivkohlefilter drin hat. Die größte Herausforderung bestand jetzt natürlich wieder, die eben noch durchtrennten Leiterbahnen wiederherzustellen. Ja? Also die Leiterbahnen, die durchtrennt worden sind, wieder zu verbinden. Das war wirklich keine einfache Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass die Leiterbahnen auf dieser Leiterplatte eine maximale Breite von 0,3 mm haben und auch im 0,2 mm Abstand zueinander liegen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe wirklich mit allen Mitteln und Tricks geschafft, ne? Sogar mein Platinenhalter hat herhalten müssen. Und
wie ihr sehen könnt, ja, nichts hat auf Anhieb geklappt. Also ich habe wirklich mehrmals korrigieren müssen und mehrmals testen müssen und so weiter. Also es war wirklich eine richtige bescheuerte Arbeit. Bevor ich das Teil jetzt einbaue, werde ich erst den Motor hier reinkleben, und damit ich auch sehe, dass der wirklich gut läuft, auch sauber und einwandfrei läuft, werde ich den jetzt erstmal, naja, so viel ist ein bisschen viel, erstmal laufen lassen und werde ihn mal hier reinsetzen. Ja, passt. So, dann kann da ein bisschen Sekundenkleber drauf. Somit wäre der Umbau eigentlich jetzt komplett erledigt. Und dann gucken wir doch mal, wie jetzt das Fahrzeug sich verhält. So, dann schauen wir doch mal. So, und hier sind wir jetzt bei 57 km/h. Kann natürlich hier bei der Maximalgeschwindigkeit noch ein bisschen hochgehen. Hier sind wir jetzt bei 63, gehen wir ganz hoch. Also mehr wie 63 schaffe ich jetzt mit der Kombination nicht, wobei ich immer noch finde, bei H0 ist 63 km/h, also knapp 60 km/h, echt gut, wirklich ein sehr, sehr guter Wert. So, nachdem das ja mit dem Motor jetzt alles ganz gut aussieht, habe ich mich dazu entschlossen, sicherheitshalber auch mal noch diese Dachplatine, also die Baugruppe, die dann später oben in den ja, was ist denn das, in den Koffer, sage ich jetzt mal, reinkommt, auch nochmal anzuschließen und da auch mal schon dieses Soundmodul zu montieren. Also habt keine Angst, ich zeige euch das natürlich alles nochmal, wenn dann die richtigen Leiterplatten da sind, alles Step by Step und Schritt für Schritt, wie das Ganze hier funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt einfach, das Video ist jetzt einfach mal so ein aktueller Stand der Technik. Auf jeden Fall habe ich gedacht, na, bevor ich jetzt wieder alles fertig mache und bestelle und mich freue und dann später, wenn ich dann die Dachplatine einbaue, das nächste Erwachen kommt, gehe ich erstmal her und tu mal vorsichtshalber noch die Dachplatine einbauen. Und ich muss sagen, das sieht wirklich alles relativ gut aus. Ich schalte mal neben diese Scheinwerfer aus und funktioniert auch alles wirklich gut. Damit ihr auch mal seht, was da alles so drauf ist. Also wir haben hier oben dann nochmal zusätzliche Blinker. Ich mache mal die andere Seite noch an. Ja, da haben wir die zusätzlichen Blinker da oben. Dann haben wir natürlich nochmal zusätzliche Rücklichter. Ja, ich hoffe, man sieht das jetzt alles hier im Video. Und was auch noch so ein kleines Gimmick ist bei dem Fahrzeug, wenn ihr euch jetzt mal hier unten das Heck anguckt und dann hier oben, jetzt gebe ich mal kurz ein bisschen Gas.
dann seht ihr, unten habe ich zusätzliche Bremslichter und da oben sind sie in einem integriert. Und wie ich das hingekriegt habe, da mache ich auch mal noch ein Video drüber. Genau, das und dann, jetzt schalten wir einfach mal die F5 ein. Dann haben wir natürlich auch hier oben nochmal links und rechts im Heck 2 zusätzliche Blaulichtblitzer. Ne? Und damit ihr auch alles mal seht, mache ich auch mal das da vorne noch dran, das was dann im Führerhaus sitzt. Und da gibt es dann auch nochmal 4 zusätzliche Blinker, Blitzlichter. Ne? Und ich glaube, wenn die alle mal leuchten, also wenn das alles mal richtig leuchtet und funktioniert, kann natürlich sein, dass der eine oder andere jetzt nicht 100% geht, das ist ja alles bloß gesteckt. Aber wenn das Fahrzeug mal wirklich komplett funktioniert, das kann sich echt sehen lassen. Ne? Also das kann sich, ich glaube, das kann sich echt ganz gut sehen lassen, finde ich. Also soweit mal mit dem Stand der Technik. Ihr seht, auch bei mir läuft nicht immer alles nach Plan. Und ich glaube, ich habe noch ein ganzes Stück Arbeit vor mir, bis dann endlich diese Kiste hier funktionsfähig ist. Ne? Kommen wir nun zur spannenden Frage, wie geht es jetzt mit den Leiterplatten weiter? Ja, also die ich aktuell da habe, die 20 Stück, die sind definitiv momentan nicht verwendbar. Ja? Auch wenn sie nur zum Teil nicht verwendbar sind, aber es macht ja keinen Sinn, wenn gerade, sag ich mal, die Hauptplatine, auf die es ja drauf ankommt, wenn die nicht verwendbar ist. Hierfür werde ich natürlich jetzt gucken, sobald ich mit dem korrigierten Layout fertig bin, werde ich da natürlich dann für die Ersatz besorgen, also Ersatz machen lassen, sodass ich auch die 20 Platinen noch irgendwie euch zur Verfügung stellen kann. Ansonsten bin ich halt auch immer noch an der Überlegung, was für euch das Bessere ist, ob ihr vielleicht wartet, bis ich mit dem kompletten Umbau fertig bin und ihr euch dann erstmal anguckt, wie der Umbau, also welche Umbauschritte da notwendig sind, dass ihr dann entscheiden könnt frei, wollt ihr jetzt Platinen oder wollt ihr nicht. Ja? Das andere, klar, wenn ihr halt parallel dann mitbauen wollt, dann wäre es natürlich besser, wenn ihr die Platinen dann auch schon bei euch hättet. Da bin ich momentan wirklich noch zwiegespalten, was da das Bessere für euch ist. Auch hier würde mich natürlich mal eure Meinung interessieren, was aus eurer Sicht das Optimalste wäre. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich natürlich über den Platinenpreis noch wenig Auskunft geben, da ich noch nicht die endgültigen Preise jetzt habe. Aber ich denke mal, wenn wir so an die 100 Leiterplatten zusammenkriegen, denke ich mal, dass der Preis für so ein Platinenset irgendwo sich zwischen 5 und 6 Euro einpendeln wird. Unbestückt wohlgemerkt. Ob ich das Ganze hinkriege, dass ihr das Ganze bestückt kriegt, da bin ich auch noch, ja, da bin ich auch noch nicht wirklich aussagekräftig momentan. Aber ich sag mal, der unbestückte Platinensatz, denke ich mal, der liegt dann irgendwo so bei 5 bis 6 Euro rum. Wie das Ganze, wo der Preis dann natürlich liegt, was, wenn es bestückt wäre, boah, ist momentan, weiß ich wirklich momentan überhaupt nicht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder eine gute Zeit. Ich werde jetzt natürlich mal wieder an meinen Rechner verschwinden und meine ganzen Fehler korrigieren. Ne? Und dann hoffe ich natürlich, dass jetzt das nächste Video über den RTW endlich ein wirklich geiles Umbauvideo wird, wo ich euch wirklich zeigen kann, wie das Ganze, wie dann das Endmodell aussehen wird. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.